Liquid Lift hat sich sehr durchgesetzt, der Name für konservative Behandlungen des Gesichtes mit Volumen. Man kann verschiedenes Volumen nehmen. Man kann zum Beispiel Hyaluronsäure nehmen, man kann Radies nehmen, das ist ein Hydroxylapatit. Oder man kann auch Eigenfett verwenden, um eben mit flüssigem oder weichem Volumen wieder eben weichere Gesichtsformen zu kreieren. Liquid Lift ist im Prinzip für jeden geeignet, der die ersten Alterungszeichen im Gesicht hat oder von Natur aus Volumenverschiebung im Gesicht. Es gibt Menschen, die haben sehr eingefallene Wangen, weil sie sehr schlank sind. Wir haben zum Beispiel oft 18-, 19-jährige Männer, die jetzt zum Beispiel zu Corona schlechte Lebensphasen hatten und die viel getrunken hatten, wenig geschlafen und wo man die Zeichen im Gesicht sehr deutlich merkt. Bei solchen Menschen macht ein Liquid Lift, um dieses Volumen wieder zu geben, sehr viel Sinn, um das aufzubauen. Wenn die Menschen etwas älter werden und dieses Gesicht absackt, kann man dann auch gut in diese Falten, die entstehen, oder in diese Volumenverschiebungen dieses Volumen eingeben. Also es gibt eigentlich keine Altersbegrenzung, weder jetzt nach unten, außer sie sind noch nicht geschäftsfähig, also unter 18, oder nach oben gibt es keine Altersbegrenzung des Liquid Liftings. Liquid Lifting kann man, wenn wir es jetzt rein konservativ mit Hyaluronsäure oder einem Hydroxylapatit vornehmen, kann man sehr gut ambulant machen, auf einem Behandlungsstuhl, ist nicht sonderlich schmerzhaft, weil man eben auch örtliche Betäubungsmittel mit in der Hyaluronsäure oder in dem Hydroxylapatit hat, sodass man das im Prinzip auch in der Mittagspause machen kann. Außer blaue Flecken oder mal Schwellungen kann nicht wirklich viel passieren, wenn man es sachgemäß durchführt. Bei Hyaluronsäure muss man immer aufpassen oder auch bei Radies, wenn man es spitz unterspritzt, dass es keine Thrombosen oder Embolien gibt. Aber in der Hand eines erfahrenen plastischen Chirurgen sind es sehr risikoarme, effektive Eingriffe. Nach der Behandlung bei einem Liquid Lift sollte man 3 Tage keinen Leistungssport machen oder 3 Tage auch keine Sauna. Vielleicht jetzt auch kein Kosmetikbesuch, kein Zahnarzt oder Massagen im Gesicht. Wenn die blauen Flecken, wenn man welche hat, wenn die schon ein bisschen die Farbe verändern, kann man auch wieder seinem normalen Leben nachgehen. Das Ergebnis nach einem Liquid Lift ist eigentlich sofort sichtbar. Allerdings durch die Manipulation und den Eingriff treten auch Schwellungszustände und Rötungen auf, sodass man eigentlich nach einer Woche so dieses Endergebnis sieht, was so lange anhält in Abhängigkeit, welche Substanz man verwendet. Hyaluronsäure hat eine Haltbarkeit von ca. 3 bis 4 Monate. Meistens hält der Effekt schon so ein halbes Jahr. Hydroxylapatit hält ca. 1,5 Jahre und bei Eigenfett, wenn das angegangen ist, das was angewachsen ist, hält ein Leben lang. Liquid Lifting kann man in einer Sitzung machen oder auf mehrere Sitzungen aufteilen. Ich bin eher der Fan, auf mehrere Sitzungen aufteilen. Gerade wenn einer noch nie mit sowas in Kontakt hatte, ist es immer schön zu sehen, wie wirkt das bei mir, gefällt mir das. Man kann sich dann auch überlegen, auf einen länger haltbaren Filler oder Eigenfett zu gehen. Also ich taste mich mit dem Patienten gemeinsam gerne heran, um immer bei dieser Natürlichkeit zu bleiben und nicht irgendwann einfach zu viel zu machen, was man danach dann bereut. Risiken bei Liquid Lift gibt es alle möglichen dieser Art. Bei Hyaluronsäure und Hydroxylapatit kann man zum Beispiel Thrombosen, Embolien erzeugen mit Gewebuntergang. Bei Eigenfett wächst leider nicht 100% des Eigenfetts an.
Es gibt blaue Flecken, es kann Asymmetrien geben, es kann auch Knötchenbildung geben. Allerdings hat man da bei Hyaluronsäure diesen riesen Vorteil, dass man Hyaluronsäure mit einer Hylase wieder auflösen kann, sodass man nicht mit den Knötchen ein Leben lang herumlaufen muss.